Hi und schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem, wie ich finde, ganz besonderen Video. Denn heute habe ich dir Düfte mitgebracht, die deine Light Feminine Seite in den Vordergrund rücken sollen. Was meine ich damit? Naja, auf der Welt gibt es so viele Gegensätze. Alt, neu, hell, dunkel oder wenn man es mal aufs Leben bezieht, ohne Niederlagen gibt es auch keinen Erfolg. Auch wir Menschen bestehen aus unterschiedlichen gegensätzlichen Energien, eben Light and Dark Energy. Und das ist nicht zu verwechseln mit Gut und Böse, das meine ich damit nicht. Aber jeder der Energien werden einfach unterschiedliche Eigenschaften zugeschrieben und ich habe dir Düfte mit dabei, die eben deine Light Feminine Seite in den Vordergrund rücken können. Der erste Duft, den ich dabei habe, ist von The Harmonist, der Yin Transformation, der übrigens aus der gleichnamigen Kollektion stammt. Und die Yin Transformation Kollektion ist eben daraus geprägt, dass eben Wasser hier zur Grundlage gesetzt wird, deswegen auch der schöne blaue Flakon. Wasser quasi als Quelle des Lebens bzw. Ursprung des Lebens und ich dachte, das passt doch perfekt zur Light Energy. Lasst uns mal gemeinsam riechen. Ja, im ersten Riechen schon so eine kleine aquatische Frische, perfekt auch eben zu diesem Wasser als Quelle des Ursprungs. Wir haben eine ganz, ganz kleine zitrische Note mit drin, mit der Bergamotte. Was da aber sofort auch rauskommt, ist die blumige Note. Also die haben wir auf jeden Fall im ersten Riechen schon mal mit drin. Der Duft ist geprägt durch vor allem weiße Blüten, die eben auch so einen leichten, sauberen Charakter in den Duft mit reinbringen. Der Duft hat gleich zu Beginn durch diese aquatische Frische einfach so einen leichten, ja, frisch geduscht Vibe oder frisch eingecremt Vibe, was ich wirklich sehr, sehr schön finde. Und auch im Duftverlauf bleibt der Duft sehr zart. Also es ist kein Duft, der schreit, hier bin ich, sondern der ist wirklich sehr leicht. Für mich schon feminin, obwohl der Harmonist sagt, dass es ein Unisex-Duft ist. Ich finde, der hat schon eine leichte feminine Tendenz für mich. Der ist sehr, sehr zart, legt sich schön auf die Haut und der gewinnt so im Duftverlauf an einer schönen Cremigkeit auf jeden Fall. Das ist so, wie wenn du frisch aus der Dusche kommst, dich eingecremt hast und so tut sich der Duft quasi auf deine Haut mit drauflegen. Also der ist wirklich sehr hautnah, sehr intim, wirklich schön. Tatsächlich, die Haltbarkeit ist okay, aber es gibt natürlich schon andere Düfte, die eine deutlich längere Haltbarkeit haben. Man hat schon was von dem Duft, aber das ist jetzt nicht so ein Duft, der irgendwie den ganzen Tag total gut hält, finde ich zumindest. Aber er ist wirklich schön, er bringt für mich so was Helles in meinen Tag mit rein, wenn ich den rieche. Also er ist irgendwie so ein bisschen belebend, vielleicht eben durch diese Frische, die da mit drin ist. Die Blume ist auch wirklich schön, aber es ist nicht so ein Blumenbouquet, was man da rausriecht, sondern der Duft bleibt neben dieser Süße einfach trotzdem irgendwie frisch und irgendwie schön und ja, zaubert mir irgendwie ein Lächeln aufs Gesicht, weil er einfach so einen kleinen Kick hat. Der Yin Transformation ist auf jeden Fall ein Duft, den man perfekt auch im Alltag tragen kann. Also ich wüsste jetzt keine Situation, wo der nicht zu tragen wäre, kann man perfekt ins Büro tragen, kann man perfekt irgendwie tragen, wenn man draußen ist. Also super schöner Duft auf jeden Fall, was Besonderes, was Intimes, was eher Zurückhaltenderes und ich finde schon allein den Flakon einfach echt mega, mega schön. Der ist auch richtig schwer in der Hand. Und was ich schön finde, sind diese Deckel. Da ist quasi, ich weiß nicht, ob du es jetzt siehst, da ist das Logo der Marke nochmal mit drauf. Also ich bin kleiner Fan von der Marke. Übrigens haben wir auch mal einen Deep Dive zu der Marke gemacht. Das Video verlinke ich dir gleich mal, falls ich dich jetzt mal irgendwie ein bisschen neugierig gemacht habe. Das lohnt sich. Ich finde die einfach echt schön, die Düfte von der Marke The Harmonist. Der nächste Duft, den ich dabei habe, ist von Maison Rebacci, der Rose Rebacci. Und wie du dir vielleicht an dem Namen schon denken kannst, da ist wirklich absolut viel Rose drin. Das ist ein Rosenduft par excellence. Da sind vor allem rosa Rosen drin und das ist auch ein Grund, warum ich ihn für dieses Video mitgenommen habe. Denn rosa Rosen stehen so für die Jugend, für die erste Verliebtheit und das passt perfekt zu Light Femininity. Lasst uns gemeinsam mal an dem Duft riechen bzw. den ersten Eindruck einsammeln. Der Duft hat einen fruchtigen Auftakt. Wir haben hier sofort eine Himbeere, die man auch tatsächlich rausriecht.
Die blumigen Noten kommen aber sofort danach. Also die Rose riecht man schon nach dem ersten Sprühen auf jeden Fall. Dieser fruchtige Auftakt kommt einmal durch die Himbeere. Wir haben hier aber auch einen Apfel mit drin, der so eine kleine saure Note auch mit reinbringt, wie ich finde. Dadurch wird der Duft nicht von Anfang an so ein total schwerer Rosenduft, weil wir halt einfach diesen fruchtigen Auftakt haben. Und was ich auch schön finde, ist diese schöne Pfeffernote am Anfang. Also der ist wirklich jetzt nicht total präsent im Vordergrund, das nicht. Aber ich finde, sobald ein Duft Pfeffer mit drin hat, dann prickelt das bei mir so ein bisschen in der Nase und macht den Duft einfach für mich nochmal sehr viel interessanter. Und das ist bei dem Rose Rebauchi auf jeden Fall der Fall. Wenn der Duft eine Weile getragen wird, dann kommt die Rose auf jeden Fall stärker schon mal raus. Wird aber schön untermauert durch eine ganz kleine holzige Note. In dem Duft ist auch Sandelholz mit drin. Das riecht man aber wirklich dezent im Hintergrund. Also die Show macht auf jeden Fall die Rose, so wie es sich gehört bei diesem Duft. Aber wird eben schön abgerundet durch das Sandelholz, was mit drin ist. Im Verlauf kriegt der Duft für mich auch so einen kleinen seifigen Touch, was ich persönlich sehr gerne mag. Also gerade die Kombination aus dieser Rose, aus diesem Seifigen, finde ich, macht den Duft wahnsinnig schön tragbar. Das ist definitiv im Gegensatz zu dem Yin Transformation, den wir davor gerochen haben, ein Duft, der hat eine sehr viel größere Silage, der hat auch eine längere Haltbarkeit. Also geht einfach in eine komplett andere Richtung, während der Yin Transformation so ein bisschen zurückhaltender, intimer ist der Rose Rebauchi schon hier Blume voll ins Gesicht und ist auf jeden Fall wahrnehmbar. Der Rose Rebauchi ist für mich ein Duft, den kann man auch perfekt in der kälteren Jahreszeit tragen. Also während der Yin Transformation sich vielleicht in dieser kälteren Jahreszeit nicht ganz so gut durchsetzt, wird es der Rose Rebauchi auf jeden Fall tun, einfach auch durch die Silage, die der Duft hat. Ist für mich aber auch ein Duft, der kann schon auch sehr schnell ein bisschen nerven. Also wenn man davon zu viel aufträgt, dann ist man so omnipräsent in seiner Umgebung. Also da muss man einfach ein bisschen aufpassen und den gut dosieren beim Auftragen. Dann ist der Duft auf jeden Fall richtig schön. Lasst uns mal in der Welt der Blumen bleiben, auch wenn wir in eine etwas andere Richtung gehen. Ich habe mich bei der Auswahl der Düfte auch daran orientiert, für was denn die Bestandteile in dem Duft stehen. Und da ist mir von Le Galion auf jeden Fall der Iris in die Hände gefallen. Denn Iris steht für Treue und Kreativität und das spiegelt Light Femininity auf jeden Fall wider. Und jetzt lasst uns mal gemeinsam an diesem schönen Duft schnuppern. Der Duft startet minimal zitrisch. Wir haben hier eine kleine Bergamotte mit drin und eine kleine Zitrone. Die wird aber sofort vertrieben, eben von der Iris. Die blumige Note kommt definitiv schon am Anfang beim Riechen des Duftes schon mit raus und bleibt auch, wie man es erwarten könnte, im Duftverlauf definitiv präsent. Ich finde aber durch diesen ganz leicht zitrischen Start ist der Duft echt schön und spritzig am Anfang. Wir haben ja zu Beginn auch eine kleine grüne Note mit drin, die wird aber eingefangen durch dieses Blumenbouquet. Anders kann man es gar nicht sagen. Eben aus Rose, Iris, Lilie und vor allem eben die Iris, die auf jeden Fall hier bei dem Duft im Mittelpunkt steht. Im Duftverlauf wird der Duft definitiv pudriger. Hat sogar so einen kleinen frische Wäsche-Vibe. Auch hier wieder, das kommt bei mir durch die weißen Blüten, die da einfach auch mit drin sind. Ich finde, das hat immer für mich so einen sauberen Charakter, der da mit reinkommt. Das ist aber ein Duft, der ist wirklich elegant. Der ist für mich schon sehr feminin. Der ist auch irgendwo selbstbewusst, aber eben auf eine sehr feminine und ja, ich würde schon sagen, erwachsene Art und Weise. Schöner Duft, der ist auf jeden Fall auch einer, der setzt sich durch. Also er ist schon auch ja, intensiv, würde ich jetzt mal sagen. Durch die Pudrigkeit und die kleine Cremigkeit, die er hat, aber trotzdem hautnah. Und ich finde, das ist wirklich eine schöne Kombination. Tatsächlich solltest du aber auf jeden Fall ein Blumenfan sein, wenn du diesen Duft tragen möchtest. Also Blume steht da einfach definitiv im Vordergrund. Was diesen sauberen Charakter und diesen frische Wäsche-Vibe irgendwie auch unterstreicht, ist natürlich auch der Moschus. Gerade die Kombination weiße Blüten und Moschus ist für mich einfach immer ja, sauber. Schöner Duft, definitiv. Ist auch ein Duft, den man wirklich überall hin tragen kann. Ich finde gerade so pudrige, frische Wäschedüfte, ja, die haben für mich keine Einschränkungen. Also die kann man wirklich den ganzen Tag tragen, kann man auch überall hin tragen, weil sie einfach zwar schon intensiv sind, oder zumindest der Iris hier, den wir gerade riechen, aber trotzdem nicht zu aufdringlich. Also schöner Duft, wirklich toll. Bleiben wir mal in der sauberen Ecke, denn da passt der Duft, den ich jetzt noch dabei habe, auch perfekt nochmal mit rein. Und zwar ist es von Lorenzo Villoresi, der Ipa Borea. Und das ist wirklich
ein sauberer Duft durch und durch, würde ich jetzt mal sagen. Der Ipa Borea ist für mich wirklich einer der saubersten und cremigsten Düfte, die ich je gerochen habe und passt deswegen einfach perfekt in dieses Video. Aber lasst uns mal gemeinsam dran riechen. Der startet mit einer leichten Spritzigkeit. Also wir haben hier Zitrus auf jeden Fall mit drin, wie bei sehr, sehr vielen Düften tatsächlich in der Kopfnote. Wir haben hier eine leichte Bergamotte mit drin und auch eine Zitrone. Das täuscht aber am Anfang. Also der Duft wird sowas von sauber und cremig, also das ist wirklich der Wahnsinn. Neben diesem zitrischen Start haben wir schon von Beginn an eben diese leichte Cremigkeit mit drin und dieses Zitrische weicht aber im Duftverlauf dieser schönen Blumennote, die da auch mit rauskommt. Wir haben hier wieder weiße Blumen mit drin, vor allem auch das Maiglöckchen, was hier im Mittelpunkt steht. Und auch hier gilt wieder, weiße Blüten hat einfach diesen sauberen Charakter und das hat der Duft definitiv. Für mich ist das wirklich so ein sehr, sehr weißer, sehr, sehr heller Duft. Dieser saubere Charakter kommt natürlich auch in Kombination mit dem Moschus nochmal mit rein. Da kommen bei mir wirklich nur helle Farben in den Kopf, ne? Also das ist für mich so ein richtig unschuldiger, zurückhaltender, intimer Duft. Und der einfach super sauber ist. Wirklich schön, sehr intim, wie ich es eben gerade schon gesagt habe, weil es sich wirklich richtig schön wie so ein Schleier um die Haut legt. Also wirklich, wirklich schön. Das ist wirklich der cremigste und sauberste Duft, den ich je gerochen habe. Ich mag das tatsächlich. Ich finde, es hat auch nichts hier irgendwie mit alte Oma zu tun. Oftmals sagt man ja auch, pudrige Düfte ist eher so der alte Oma-Vibe. Finde ich jetzt persönlich nicht. Klar, es ist natürlich auch Geschmackssache. Und es ist auch tatsächlich ein Duft, den man so jeden Tag tragen kann. Also da gibt es für mich keinen besonderen Anlass. Der ist wirklich easy zu tragen, eben weil er sich so schön auf die Haut aufträgt. Also zu jedem Anlass, zu jeder Gelegenheit und ich finde auch hier tatsächlich zu jeder Jahreszeit. Also ich kann mir den sowohl an etwas wärmeren Tagen vorstellen, als auch an etwas kälteren Tagen. Ich persönlich mag das ja, wenn es kalt draußen ist und der Duft dann einfach schön irgendwie auf der Haut mit drauf liegt und so ein bisschen einen wärmenden Charakter auch hat. Ich hoffe auf jeden Fall, ich habe auch für dich einen Duft dabei, den du vielleicht noch nicht kennst, den du aber gerne ausprobieren möchtest, um deine Light Feminine Seite mehr zum Ausdruck zu bringen. Im nächsten Video machen wir das Ganze für die Männer der Schöpfung und ihr könnt gespannt sein. Natürlich schauen wir uns auch Düfte an, die eure Dark Feminine und Dark Masculine Seite zum Vorschein bringen. Bis dahin freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Tschüss!